Oktober 17. Vor der Impfung war ich ein kerngesundes Mädchen. Ich bin geritten, war mit meinen Freunden unterwegs, war shoppen, konnte in die Schule gehen. Hatte einfach Spaß am Leben. Und jetzt bin ich krank durch die Impfung und jetzt sieht mein Leben einfach komplett anders aus. Ich kann nicht mehr in die Schule gehen. Ich kann mich nur noch vielleicht einmal in der Woche mit Freunden treffen und dann auch nur 2 Stunden und nicht einfach den ganzen Tag. Ich habe einfach totale Schwäche, Kopfschmerzen, Kribbeln in den Beinen, meine Füße kribbeln. Also die fühlen sich auch einfach mega schwach an, als wäre das Blut nasser Sand. Dann hatte ich auch Herzrasen, also ich habe momentan auch Herzrasen immer. Oft muss ich auch einfach oder kann ich nur im dunklen Zimmer liegen. Ich habe auch oft innere Hitze, also gar nicht so Hitzewallungen, dass ich von außen schwitze, aber es fühlt sich an, als würde ich von innen brennen. Ja, und was hat mich dazu getrieben? In der Schule war eine Impfkampagne dafür, also meine Lehrer haben dafür geworben, dass wir uns impfen lassen sollen und dass das eine super Sache ist. Wir damit auch anderen helfen können, die schützen können und dann müssen wir uns auch nicht jeden Tag testen lassen. Das war für mich eigentlich auch so der größte Schubser, dass ich mich impfen lasse. Ich musste jetzt einmal auf den Arm wechseln, weil das dann nicht mehr durchblutet wird, wenn die zu lange oben sind. Dann schlafen die ein. Deswegen muss ich auch zum Beispiel beim Zähneputzen Pause machen. Und an sehr schlechten Tagen auch beim Essen, weil einfach kein Blut mehr in meinen Fingern ankommt. Ich hatte ein ganz kerngesundes Kind und jetzt ist sie krank, nachdem sie geimpft wurde. Und ich habe dieser Impfung zugestimmt. Dafür gab es natürlich Erklärungen. Ich hätte das nicht tun müssen, aber ich habe es getan. Und das ist ganz schmerzlich zu begreifen, zu verstehen, dass es da aber auch Verantwortliche gibt, die das in Kauf genommen haben, dass das so läuft. Deswegen ist das für mich auch immer ganz wichtig. Manche Menschen sagen, das ist ja auch ein schlimmes Schicksal, was ihr da jetzt habt. Für mich ist das kein Schicksal. Ein Schicksal ist eine Geschichte, die das Leben schreibt. Das ist eine verpasste Liebeschance oder ein Job, den man sich durch die Lappen hat gehen lassen oder so etwas. Aber das, was Elle passiert ist, das ist kein Schicksal, denn es gibt verantwortliche Menschen in der Gesellschaft, die das in Kauf genommen haben. Dass meine Tochter, dass Kinder, Jugendliche, Mamas, dass Menschen so krank werden können von dieser Impfung. Und das ist keine Geschichte des Lebens, sondern das ist eine Geschichte von Politikern, von Medien, von Pharmaindustrie. Also ich hatte ja im Januar 22 meine 3. Impfung. Danach hatte ich ja schon so Kribbeln in den Beinen, konnte 2 Wochen mich nicht bewegen, lag nur im Bett, hatte Fieber, musste mich übergeben. Meine Beine waren taub. Dann hatte ich im März 22, also 2 Monate nach meiner Impfung, meine Corona-Infektion. Das war eigentlich ein mittelmäßiger Verlauf. Also ein bisschen so Gliederschmerzen, ein bisschen verschnupft, aber ansonsten gar nichts. Dann waren wir bei einem Long-Covid-Arzt, der sich darauf spezialisiert hatte. Und dann hat er auch schon an meinen Symptomen festgestellt, dass es kein typisches Long-Covid ist. Wir haben in der Zeit auch sehr viele Blutbilder gemacht bei unserem Hausarzt. Und da kam aber immer nichts dabei raus, es war immer alles gut. Und er hat das zum Beispiel auch auf die Pubertät geschoben. Er hat uns das zwar nicht ins Gesicht gesagt, aber meine Mama gefragt hat, ja, kam denn was raus? Stand da im Protokoll Pubertät, Ausrufezeichen.
Dann im August, am 3. August, hatte ich starke Schmerzen in der Nacht und kam dann um 5:30 morgens als Notfall ins Krankenhaus, weil ich mein linkes Bein nicht mehr gespürt habe. Ich dachte teilweise, ich verliere jetzt mein Bein, weil ich konnte gar nicht mehr laufen. Ich habe mich zum Schlafzimmer von meinen Eltern, ne, gerobbt und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren. Und in der Zeit ist mein Bein dick geworden und hat sich auch lila gefärbt. Dann war das klar, dass es eine tiefe Beinbeckenvenenthrombose war. Und es war ein kompletter Venenverschluss, da lief gar nichts mehr. Dann wurde ich erstmal 2 Tage da behalten. Hatte erstmal so einen Kompressionsgips, weil die Strumpfhose erst noch angefertigt werden musste. Und ja, dann wurde ich wieder entlassen mit Blutverdünner. Dann, ja, ging es ja immer schlechter. Die Phasen, in denen sie zu Hause oder in denen sie zur Schule gehen konnte, sind immer kleiner geworden. Die Schultage am Stück wurden immer kürzer, weil sie immer wieder Schübe hatte, wo sie einfach nur liegen konnte, wo sie schwach war, wo es ihr schlecht ging. Sie hatte Kopfschmerzen, sie hatte neurologische Geschichten auch, dass ihr die Hautoberfläche wehgetan hat, dass ich sie dann tagelang auch nicht berühren, nicht anfassen konnte. Es tat ihr weh, die Kleidung auf der Haut zu tragen. Und am 5. Januar, dann lag ich nur noch 17 Tage am Stück im Bett. Brauchte Hilfe, wenn ich auf Toilette gehen musste, beim Duschen. Ja, ich habe mein Leben da eigentlich so gut wie verloren. Also ohne gestorben zu sein, habe ich mein Leben verloren. Ich bin zu ihr an ihr Bett gelaufen und musste gucken, ich brauchte Gewissheit, lebt sie noch. Ich wusste in dieser Zeit nicht, ob mein Kind das alles hier überlebt, ob sie das gerade hier überlebt, was da überhaupt in ihrem Körper alles passiert. Elle hat sich in dieser Phase auch damit beschäftigt. Mama, was passiert hier mit mir? Mama, glaubst du, ich muss sterben? Glaubst du, ich muss hier dran sterben? Nach 17 Tagen konnte ich mich langsam wieder aufraffen, konnte wieder nur zum Essen rauskommen. Ansonsten lag ich eigentlich auch nur am Bett noch. Dann war ungefähr Februar, waren wir auch bei unserer neuen Hausärztin, die war schockiert. Und sie hat auch mehrere Fälle von so Impfgeschädigten. Und die hat uns dann ein Rezept ausgestellt für einen Rollstuhl. Den haben wir dann auch abgeholt. Das war schockierend, den abzuholen und zu wissen, okay, jetzt brauche ich den. Dann waren wir in einem Uniklinikum. Stationär wurde ich da aufgenommen für die Diagnostik. Aber die konnten uns auch nicht so helfen. Die meinten auch, wir zerbrechen uns die Köpfe, weil sie wussten nicht, was das genau ist. Die haben ja dann auch gesagt, also eine Neurologin hat mir erzählt, dass meine Seele erkrankt ist, weil ich keine neurologischen Ausfälle habe. Und dann habe ich erkannt, so im Oktober, November, dass ich mich als Mutter selber auf den Weg machen muss. Ich finde in dem Gesundheitssystem keine Hilfe für meine Tochter. Und auch, dass die Ärzte uns nicht helfen wollten, dass die Ärzte gesagt haben, dass ich
seelisch krank bin, obwohl ich ganz genau weiß, dass es meinem Körper nicht gut geht. Wenn ich jetzt den Sand in den Kopf stecken würde, dann könnte man vielleicht sagen, ja, okay, meine Seele ist erkrankt, aber das bin ich. Also ich gebe auch noch nicht so schnell auf. Die Botschaft könnte klarer nicht sein. Beim ersten Auswärtstermin des Bundesgesundheitsministers wird geimpft. Am Freitag besuchte Karl Lauterbach ein Impfzentrum im Erlebnis Zoo Hannover. Dort impfte er selbst 2 Kinder gegen das Coronavirus und bedankte sich bei den jungen Impflingen für ihren Mut. Ihr seid ein Beispiel für Erwachsene, finde ich ganz toll. Eine Impfung ist ja dafür da, eine schwere Krankheit präventiv zu verhindern. Und ich bin 25 Jahre niedergelassene Kinderärztin. Das heißt, wer impft mehr als Kinderärztinnen und Kinderärzte? Und diese Impfungen, die wir tagtäglich verimpfen, kennen wir 25 Jahre. Das heißt, wir können sagen, bei allen Impfreaktionen, die es hier auch geben kann, es gibt eine Sicherheit dieser Impfstoffe. Und ich wusste, für diese Impfung wissen wir das einfach nicht. Es war eine beschleunigte Zulassung, es war eine Technologie, die wir bis dato nicht kannten. Und wir sollten Menschen impfen, die jung sind, die gesund sind und die vor allem durch die Infektion die am allerwenigsten Gefährdeten waren und die Krankheit gut überstanden haben. Und dann mit einer, ich sag mal, sozialen Indikation einer Impfung, schon alleine das ist ja etwas, was vollkommen neu war. Den Kindern die Freiheit zurückzugeben, fing die Spaltung an. Und der soziale Druck war so immens, dass natürlich diese Empfehlung der STIKO ad absurdum geführt wurde. Nämlich Kinder, die sich nicht haben impfen lassen, wurden komplett ausgegrenzt. Privat, aber auch in öffentlichen Einrichtungen. Und das war fatal. Und man muss natürlich auch sagen, bei Kindern, wir wussten ja dann schon lange, es gibt deutliche Impfreaktionen, so nenne ich es mal. Es sind Krankheitsbilder, die ich vorher so einfach niemals gesehen habe. Niemals. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Sodass für mich absolut naheliegend ist, dass diese Krankheitsbilder im Zusammenhang mit der Impfung stehen. Es hat Corona begonnen und dass ich es eben nicht kriege, wollte mal impfen gehen. Ich war zwar am Anfang dagegen, aber Corona will ich da nicht lieber haben. Also bin ich brav mitgegangen und dann hat es eben angefangen mit dem Ganzen. Da war ich total erschöpft, fertig und Kopfweh, alles war nur noch wie farbenblind. Alles hat irgendwie ganz anders ausgeschaut auch. Da ist mir gar nicht gut gegangen und auch Halsweh habe ich bekommen und Herzrasen immer und auch eben Fingerkribbeln, Gliederschmerzen. Und da habe ich kaum noch die Augen offen halten können, aber alles nur noch schwindelig, da habe ich gar nicht mehr gewusst, wo hinten vorne ist. Da war gar nichts mehr, alles nur noch zu viel.
Also nach der ersten Impfung hat sie dann sofort Symptome gehabt, und zwar Dauerkopfschmerzen. Sie hatte noch nie Kopfschmerzen. Und sie ist heimgekommen und hat gesagt, in der Schule hat angefangen so kribbeln in den Händen, in den Fingern, und es hat nicht aufgehört und es war ganz ungut. Sie hat sich nicht gut gefühlt und sie hat gesagt, als ob von der Kälte in die Wärme kommt, so fühlt sich das an, also so richtig Nervenschmerzen, die da entstanden sind und tagelang. Und dann habe ich auch bei der Hotline angerufen, hat es geheißen, ja, am besten in die Klinik das untersuchen. Und ja, ich wurde dann überredet, dass ich nur zum Hausarzt gehe, und der hat nur ein kleines Blutbild gemacht und es ist nichts rausgekommen. Und er hat gesagt, mir wurde dann geraten, bei der nächsten Impfung einfach wirklich einmal 1-2 Wochen eine Ruhe geben. Das ist sicher, es liegt daran, dass sie halt gleich mal wieder ein bisschen Sport gemacht hat. Und ich war mir ganz unsicher, habe wirklich die 6 Wochen Zeitraum, die man Maximum hat, ausgekostet bis zur nächsten Impfung, und war mir wirklich ganz, ganz unsicher. Habe dann dort Ärzte gefragt, habe davor auch andere Ärzte gefragt, und die sind dann alle zum Entschluss gekommen, sie hat jetzt nichts mehr, das passt, sie soll sich impfen lassen. Und auch dort beim Impfzentrum habe ich 3 Ärzte gefragt. Die waren alle dafür, und dann habe ich es halt gemacht. Wir haben danach auch wirklich keinen Sport gemacht, wir haben gar nichts getan. Nur 3 Wochen später hat sie Corona bekommen. Es war dann der Anfang von einem monatelangen Kampf, wo sie 20 Symptome gleichzeitig hatte, stundenlang, die Nächte schlecht geschlafen, in der Früh überhaupt keine Kraft gehabt hat, als ob sie wochenlang durchgemacht hätte, und nicht mehr bei klarem Verstand war, oft nicht mehr gut gehen hat können, Flüssignahrung wollte, also am liebsten nur mit Tomatensuppe. Ich bin nicht in die Schule gegangen, eben weil ich so fertig war, habe mich eben nicht konzentrieren können. Ich habe nicht eine Matheaufgabe geschafft. Immer nur schlecht, war mal schlecht und schwindelig. Da habe ich auch angefangen, Angst zu kriegen im Dunkeln. Also wir sind in die Klinik, die haben sie dann heimgeschickt und gesagt, nächste Woche kannst du schon wieder Skifahren, jetzt musst du einfach ein bisschen rasten. Und dann war mir sofort klar, die haben das Ausmaß noch nicht erkannt. Die hat ja stundenlang geweint, die Rollos mussten unten sein, es war Gott sei Dank dann Semesterferien. Und wir haben die nur im Dunkeln verbracht. Also sie hat dann nur Schmerzen gehabt, auch Gliederschmerzen. Ihr hat immer wieder was wehgetan. Wenn man selbst nachliest, dann weiß man sofort, dass das nicht in einem Blutbild ersichtlich sein muss, sondern dass man halt einfach auch tiefer graben muss und die Sachen einmal anschauen, wie Lunge und Herz zumindest. Und das wurde uns einfach verweigert. Das habe ich öfters gebeten und das wurde einfach nicht gemacht. Und deswegen wurde bei ihr dann ganz schnell auf die Psyche geschoben. Natürlich haben wir auch Psychotherapie gemacht, aber wenn man von heute auf morgen von einem Kind, das extrem sportlich war, zu einem Kind, das nicht einmal ein paar Schritte oft gehen hat können, kommt, dann muss einem eigentlich auch klar sein als Arzt, dass das einen gewissen Auslöser haben muss, der nicht in dieser Richtung zu finden ist. Und kurz bevor wir dann auf Reha gegangen sind, wurde dann in der Klinik auch wirklich bestätigt, dann nochmal, dass sie Herzmuskelentzündung hatte. Das war allerdings schon einige Monate Leiden hinter uns. Ich habe in der Praxis relativ viele Anrufe bekommen nach der Impfung. Mein Kind hat Herzstechen. Wir haben diese Kinder einbestellt. Wir haben auch entsprechende Laboruntersuchungen gemacht, die unauffällig waren. Also man konnte nicht aufgrund der Laborergebnisse sagen, dieses Kind hat eine Myokarditis oder Herzmuskelentzündung. Das Zweite, was dann kam, waren Jugendliche, die ähnlich wie die jungen Erwachsenen diese Erschöpfungssyndrome hatten. Sie hatten Muskelschmerzen, sie hatten teilweise überall blaue Flecken, sie hatten Schwindel, sie hatten Kopfschmerzen, sie hatten Gelenkschmerzen, sie waren nicht mehr leistungsfähig, sie konnten keinen Leistungssport mehr machen.
das Leben war einfach komplett anders als vorher. Sehr dramatisch ist für mich, dass das, was normal ist eigentlich, man klärt Eltern auf über Impfungen, man fragt sie, wie war die erste Impfung? Und wenn nach einer ersten Impfung ein Problem auftritt, überlegt man sehr genau, macht man die zweite? Dass trotz schon existierender Probleme, gesundheitlicher Probleme, die sehr naheliegend im Zusammenhang standen mit der Impfung, trotzdem weitergeimpft wurde. Das habe ich so noch nie erlebt. Es ist eine Veränderung der Werte, die wir eigentlich als Ärzte verinnerlicht haben für uns. Und wenn man jetzt überlegt, ich würde mal sagen, Kinder sind schon auch sehr anders zu betrachten als Erwachsene. Je kleiner sie sind, desto mehr, weil die Erwachsenen merken sehr genau selbst, was passiert in meinem Körper. Das System ist nicht mehr in Ordnung. Also je kleiner das Kind, desto mehr ist es so, dass die Kinder selbst eigentlich nicht zu ihren Eltern gehen und sagen, Mama und Papa, mir geht's schlecht, sondern dass eher von außen der Kindergarten guckt, die Schule sagt, das Kind kann sich nicht mehr konzentrieren, es ist müde. Oder die Eltern kommen und sagen, es kann nicht mehr so gut laufen, es kann nicht mehr so lange laufen. Was ich damit sagen will, Kinder halten sehr viel aus, bis das so zutage tritt und bis man vielleicht auch hier bei einem kleinen Kind den Zusammenhang herstellt. Letztendlich kann man das Resümee ziehen, dass wir jetzt an einer Stelle sind, wo wir immer mehr auch reflektieren müssen, hier passiert was. Es ist möglicherweise, gibt es eben Impfschäden und ich kann im Moment keine Stelle nennen für Kinder, wo ich mir sicher bin, dass das wissenschaftlich wirklich erforscht und gut therapiert wird. Ich habe natürlich diese Kinder alle auch zu Spezialisten geschickt. Die meisten sind zu Rheumatologen gegangen. Keiner dieser Kolleginnen und Kollegen hat einen Bezug zur Impfung hergestellt. Auch wenn der Zeitpunkt absolut naheliegend ist. Und ich finde, wir sind es einfach auch diesen Kindern total schuldig, dass sie gut therapiert werden, dass hier geforscht wird, dass auch wissenschaftlich geforscht wird. Und das ist ja im Moment unser Dilemma eigentlich, dass Eltern vertraut haben. Das ist ja auch für Eltern ganz furchtbar. Sie haben vertraut, sie haben die Informationen gekriegt. Es passiert nichts, es gibt keine langfristigen Nebenwirkungen. Und was ist das auch für eine Last für Eltern, dann auch zu reflektieren, es ist vielleicht doch was passiert. Und wir wissen nicht, was aus dieser Erkrankung wird. Mit einer Notzulassung dürfen Ärzte und Ärztinnen den Impfstoff einsetzen, bevor die Sicherheitsdaten vollständig ausgewertet sind. Außerdem wird der Hersteller von der Haftung ausgenommen. In der EU genehmigt die Europäische Arzneimittelagentur. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt da, wo wir alle einmal die Luft anhalten sollten. Es sind alle gefordert, möglichst viele Dosen von diesen 3 zugelassenen Impfstoffen ins Land zu holen. Wir stehen parat und wir können impfen, wir können in einem hohen Tempo impfen. Wir können Österreich in 2 Monaten durchimpfen. All diese Diskussionen sind müßig, weil es ist wieder eine Neiddebatte, wer zuerst und wer nicht darf. Unterm Strich ist jede geimpfte Person in Österreich ein Schritt aus der Krise. Ja, wir haben in meiner Ordination so etwa 3.000 bis 4.000 Impfungen durchgeführt. Und so wenig Nebenwirkungen wir zu Beginn gesehen haben, so wurde das langsam mehr im Verlauf des Jahres. Die ersten Fälle nimmt man vielleicht nicht so wahr oder tut sie als Einzelfall ab. Möglicherweise auch als psychische Überreaktion.
gegen Ende des Jahres wurde das mehr. Es kamen dann immer mehr Menschen mit vermeintlichen Beschwerden nach der Impfung. Und da stellt man dann die eigene Wahrnehmung schon ein bisschen in Frage. Und es war auch schwierig, darüber zu diskutieren. Und wir haben dann im Laufe des Herbstes 2021 durchaus auch Gruppen gegründet von Ärzten, die ebenfalls impfen. Und dann stellt man fest, die nehmen in ihrem Patientenklientel das Gleiche wahr. Die Menschen schildern die gleichen Beschwerden wie Herzrhythmusstörungen, wahnsinnige Müdigkeit, anhaltende Muskelschmerzen, Nervenentzündungen. Das wurde dann langsam reproduzierbar. Und dann versucht man natürlich auch, den wissenschaftlichen Diskurs zu suchen. Und das war für mich dann schockierend, dass das nicht möglich war. Das wurde abgetan. Es war eigentlich eine absolut dogmatische und sichere und felsenfeste Aussage, das ist nicht von der Impfung. Und je mehr Patienten kamen, umso größer wurde auch der innere Konflikt bei mir und bei vielen Ärzten, die eigentlich das Beste wollen für ihre Patienten. Ein eindrucksvoller, der erste Fall war ein 16-jähriger Bursche, der 48 Stunden nach dem zweiten Stich mit Übelkeit und Brustdruck bei uns ankam und ich habe ein EKG geschrieben und das EKG war eindrucksvoll verändert. Also nicht normal für einen 16-Jährigen. Wir haben ihn dann ins Krankenhaus geschickt und dort wurde eine massive Herzmuskelentzündung mit Schwellung des Herzens festgestellt. Er ist Gott sei Dank wieder gesund geworden, aber das war der Moment, wo ich wirklich innegehalten habe, weil zeitgleich kommen Menschen, Mütter mit ihren Kindern, junge Menschen und die haben wörtlich sehr oft den Satz gesagt, ich weiß nicht, was richtig ist, ich lege mein Leben in ihre Hände und diese Mächtigkeit des Vertrauens induziert für mich persönlich eine enorme Verantwortung, ehrlich zu sein. Und es macht keinen Unterschied, ob man diesen Fall einmal gesehen hat oder 10-mal. Das Risiko besteht, der Zusammenhang ist vakant. Bis das Gegenteil bewiesen ist, müssen wir eigentlich die Menschen auch darüber aufklären, was wir sehen, welche Erfahrungen wir machen. Dieses Recht hat ein Mensch, wenn er sich für einen körperlichen Eingriff, auch wenn er noch so klein ist, entscheidet. Und das war für mich ein innerer Konflikt, weil der gesellschaftliche Zwang, möglichst alle Menschen zu impfen, alle Altersgruppen zu impfen, sehr groß war. Und auf der anderen Seite die persönliche Erfahrung als Arzt zugenommen hat, dass das eben nicht nebenwirkungsfrei geht. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich kann hier nicht weiter impfen, weil ich muss bei der Wahrheit bleiben. Ich muss diesem Vertrauen gerecht werden. Wir haben sicher 300 bis 400 Menschen gehabt, die uns aufgesucht haben mit dem Gefühl, sie haben seit der Impfung Beschwerden. Ich habe etwa 60 bis 80 EKGs, die bei vorher jungen, gesunden Menschen eindeutige Veränderungen oder Rhythmusstörungen gezeigt haben. Und ich habe auch circa so viele eingemeldet. Ich habe mit 3 Jahren mit dem Touren angefangen und jetzt ist das seit 1,5 Jahren nicht mehr möglich. Also ja, es hat sich mein ganzes Leben um 180 Grad gedreht. Also ich war in der Ausbildung als Zahnarzthelferin. Ja, da war halt die Möglichkeit, sich jeden Tag testen zu lassen oder sich zu impfen. Sich jeden Tag testen war quasi unmöglich. Also sind wir zur Impfung gegangen. Ja, und dann hat das alles angefangen, auch relativ schnell. Ja, also es war so, nach der Impfung, 3-4 Tage später, fingen leichte Symptome an mit Oberbauchschmerzen. Und wir hatten, also es war ja Mitte August, 15. August ganz genau zu sagen. Und dann hat sie angefangen so ganz leicht zu husten. Und wir sind schon direkt in die Klinik gefahren wegen den Bauchschmerzen. Und was haben die gesagt, Celine?
dass nichts wäre und ich soll ein Tagebuch führen, was ich esse, was ich trinke, wann die Schmerzen dann auftreten. Könnten Blähungen sein, haben sie gesagt, haben sie wieder nach Hause geschickt. Und natürlich haben wir dann die zweite Impfung gemacht. Ja, dann haben wir an einem Abend als Familie am Tisch gesessen und haben ein Spiel gespielt. Und dann hat Celine auf einmal gesagt, Mama, was habe ich? Ich sehe hier was Schwarzes. Ich so, guck mal, ob ich was im Auge habe. Ich so, hab dann geguckt. Ich so, Mama, da ist nichts. Und die so, und auf einmal hat sie geschrien, so richtig ganz laut. Und dann so, ich sehe alles schwarz, wie eine Spinne. Ich so, bleib ganz ruhig, wir fahren jetzt in die Klinik. Es war spät abends und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen die Augenklinik anrufen. Und die haben gesagt, in dem Alter wäre es normal. Man könnte schon mal Glaskörper sehen. Sie soll schlafen gehen und am nächsten Tag wäre alles wieder gut. Die Zeit habe ich auch noch zum Beispiel versucht, in die Schule zu gehen und an die Tafel zu schauen und die Hälfte vom Bild schwarz zu sehen. Menschen war dann der Kopf schwarz, dann hat man den Körper gesehen, aber der Rest war schwarz. Und das war richtiger Gesichtsfeld. Ja, es hat auch über 7-8 Monate gedauert. Irgendwann war es dann so, dass man durch eine Luftblase durchgeschaut hat. Und die Schwäche wurde immer schlimmer. Und wir wussten am Anfang ja gar nicht, woran wir sind. Aber relativ schnell wurde es halt so schlecht, dass sie auf Intensivstation gelandet ist, Atemprobleme bekommen hat. Wir haben es selber auf die Psyche geschoben, weil wir gesagt haben, okay, das kann nicht sein, dass eine Sportlerin ihren Arm nicht mehr hochheben kann. Und dann haben wir gesagt, komm, halt hoch, ne? So, Mama, das geht nicht. Und er fiel ab. Und in kurzer Zeit haben dann die Beine aufgegeben, die Arme, die Augen, also die ganze... Das Schlucken. Das Schlucken. Sie konnte dann nicht mal runterschlucken. Also es war wirklich, das möchte ich keinem wünschen, sowas erleben zu müssen. Also zu dem Zeitpunkt wusste man auch noch nicht, was los ist. Also erst dann wurde ich nach Berlin zur Biopsie geschickt. Ja, die Ergebnisse haben auch Wochen gedauert, bis das gekommen ist. Und in der ganzen Zeit waren die Gedanken, was habe ich überhaupt? Was ist los mit mir? Also das ist die Myasthenia gravis, das ist eine Autoimmunkrankheit, die ist auch nicht heilbar. Also es gibt Medikamente, die zur Besserung führen können, aber es gibt keine Heilung. Dann wurden natürlich ein paar Tests gemacht. Es wurden Nervenleitgeschwindigkeiten gemacht, die überall auffällig waren. Also ich hatte überall Dekremente. Wir haben mit einem Medikament angefangen, das nur für die Myasthenie hilft. Und das hat angeschlagen. Dadurch konnte man dann auch sagen, okay, sie hat diese Krankheit. Und als es dann wirklich auch von den Symptomen her ernster wurde, hat man gesagt, wir brauchen jetzt eine definitive Bestätigung. Und weil normalerweise sind in den meisten Fällen Antikörper im Blut. Aber bei der Celine ist es seronegativ. Das heißt, diese Antikörper sind nicht nachweisbar. Im Moment hilft ja nur die Absorbation. Das heißt, es gibt Antikörper, aber niemand weiß, welche, weil nach der Absorbation und die Antikörper rausgefiltert werden, geht Celine ja besser. Also gibt es welche, aber wir wissen nicht welche. Und das wurde direkt nach der Impfung quasi ausgelöst. Wie ist das passiert? Haben die Ärzte da eine Erklärung dafür? Ne, die haben gesagt, dass das Immunsystem so angegriffen ist, dass dieses Immunsystem andauernd Antikörper produziert und nicht mehr stoppt. Früher war es weniger, also da war es nicht so dolle und jetzt sind die Antikörper kommen viel schneller. Man weiß nicht, wie es in der Zukunft ist. Genau. Also man kann sich vorstellen, wenn sie rausgewaschen worden sind, hatten wir 10 Wochen zur nächsten Blutwäschezeit und dann waren wir bei 3 Wochen und jetzt reicht manchmal, dass wir eine Woche haben, nicht? Also dann brauche ich 2-mal die Woche.
Also vorher war der Abstand der ersten Absorbation bis zur Krise 10 Wochen. Und dann war wieder so, dass Intensivstation, wieder Katheter, wieder Blutwäsche. Und dann waren es 5 Wochen. Und dann waren es 3 Wochen. Und irgendwann hat man gesagt, wir können ja nicht überall zerstechen. Es gibt keinen Platz mehr. Wir müssen eine Dauerlösung haben. Das Kind braucht dauernd Absorbationen. Das heißt, jetzt waren wir dann auf 3 Wochen und jetzt kriegt sie ja wöchentlich. Manchmal reicht wöchentlich nicht, dann braucht sie 2-mal die Woche. Ich weiß nicht, wo es endet. Ob meine Tochter dann irgendwann nur noch an der Maschine hängt. Ich weiß es nicht. Und die Ärzte wissen es auch nicht. Egal, was wir fragen, heißt es, wir wissen es nicht. Also über den Katheter bekomme ich meine Immunabsorbation. Ich bekomme zwar auch Tabletten, die die Antikörper, dass sie sich nicht so schnell bilden, dabei helfen, was aber einfach nicht ausreichend ist und deswegen müssen die rausgewaschen werden. In Krisen bekomme ich das 5 Tage hintereinander und jetzt habe ich es halt als Dauertherapie und gehe dann 1- bis 2-mal die Woche in die Klinik zur Dialyse. Also meine Tochter hat 15 Operationen hinter sich. Die Tabletten haben zum Teil geholfen, die Muskulatur ein bisschen zu stärken, aber Heilung gibt's nicht. Ja, die haben auch alle ihre Nebenwirkungen natürlich, von Blutverdünner bis zu den Sachen, die mir halt wegen der Muskulatur helfen. Ich muss sagen, das Blut ist so mit Gerinnseln voll. Daher sind ja auch schon 15 Katheter sozusagen zugegangen. Und auch die Vene und die Arterie. Und Celine kriegt im Moment Blutverdünner in einer Dosis, die immens ist. Ja. Die man bei einem 44 Kilo leichtem Kind nicht verabreichen kann. Muss aber. Das ist das Kalimin. Das ist für die Muskeln. Alle 4 Stunden braucht sie da 70 Milligramm. Das ist dann ASS 100 für die Blutverdünnung. Clopidogrel ist für die Blutverdünnung. Omeprazol zum Schutz. Dann natürlich die Clexane 2-mal am Tag spritzen. Prednisolon ist Cortison. Ein Vitamin D braucht sie dann noch dazu. Dann das das ist Zellcept. Das ist Immunsuppressiva. Also das braucht sie alles. Im Moment sehen wir unsere Tochter so, aber nur solange die Blutwäsche funktioniert. Ohne Katheter Lebensgefahr. Wir hatten oft den Fall, wo der Katheter nicht mehr ging, wo ich dann eine Sepsis bekommen habe, Katheter raus musste. Die Sepsis natürlich erst behandelt werden muss. In der Zeit kann kein Katheter drin bleiben, weil der sich immer wieder neu infiziert. Also man muss sich vorstellen, also ohne Blutwäsche, Intensivstation und Lebensgefahr. Und die Blutwäsche funktioniert nur mit einem Katheter. Die Leisten wurden durchstochen. Die Hauptschlagadern sie hat ja überall auch Narben, Schlüsselbeine. Das sind die Arterien, die man nutzen kann. Aber ab einem Zeitpunkt war es nicht mehr möglich, weil Celine hat gerade die Blutwäsche bekommen, Katheter musste raus und dann war schon die nächste Blutwäsche wieder. Wo hätte man noch reingehen können? Dann hat man hier versucht, einen Schand zu legen. Also es wurde die Arterie mit Vene vernäht. Also geschnitten, vernäht, damit der Blutfluss schneller ist. Also nach der ersten OP ist das direkt noch am nächsten Tag, glaube ich, zugegangen. War quasi ein Thrombus in der Vene. Das musste sofort notoperiert werden. Es wurde dann freigeputzt und weiter oben ein neuer Schand gelegt zu werden. Und am ersten Tag kam sie noch vorbei und meinte, er läuft super, es ist ein super Blutfluss da. Am nächsten Tag war ich dann zum Ultraschall und er war zu. Jetzt auf der Intensivstation mit Celine zusammen.
Und sobald ich aus Lebensgefahr raus bin oder wenn ich von der Intensivstation auf die Normalstation komme, sage ich auch, mir geht's gut. Es gibt einfach eine Besserung in dem, dass ich sagen kann, dass ich seit ein paar Wochen zu Hause bin. Das Schlimmste, ja, sind halt einfach die Situationen, wo man gefangen ist in sich selbst. Man sich nicht äußern kann, man nichts sagen kann, an einem irgendwas gemacht wird. Man ist mental da, aber körperlich weg. Auf einmal geht's ihr gut, sie sitzt hier und in der nächsten halben Stunde sind wir wieder im Krankenhaus. Also das ist, man weiß nie, wann es zuschlägt. Also wir sind halt auch jetzt erst umgezogen. Also vorher kam ich gar nicht in die Wohnung rein oder raus, musste immer hoch und runter getragen werden. Es hat mir kein Mensch geholfen, wenn mein Mann nicht da wäre. Ständig mit meinem kranken Kind unten an der Eingangstüre und krieg sie nicht in die Wohnung. Wer kommt und trägt mein Kind hoch und runter? Ich habe 1,5 Jahre, die Stadt Solingen kennt meinen Namen. Ich habe so gekämpft, aber nicht für mich, für meinen Luxus, damit mein Kind rein und raus kann. Versuchen Sie mal mit einem kleinen Kind, einem Rollstuhl, einem schwerkranken Kind, überhaupt zur Apotheke zu kommen. Das sieht alles niemand. Ein topfittes Kind, diese Medikamente verabreichen zu müssen, will ich gar nichts zu sagen. Aber gebe ich sie mal nicht, nach einer halben Stunde sind die Symptome da, die Augen gehen zu und wir sind in der Klinik. Sie haben es ja geschafft, als einziger Fall in ganz Deutschland, dass Sie zu 100% Anerkennung bekommen haben. Zum Glück. Können Sie über das ein bisschen erzählen? Natürlich, ich habe den Antrag gestellt, in diesen ganzen schwierigen Situationen, zwischen Krankenhausaufenthalten, Klinik, Notsituationen, kleinem Baby. Und ich habe diese Anträge gestellt, ich habe gekämpft. Ich muss sagen, ich habe die richtigen Leute kennengelernt. Und ich habe Gott sei Dank, also ich bin dankbar, die Anerkennung bekommen für mein Kind. Was habt ihr uns in Wirklichkeit angetan? Nicht nur Celine, uns allen. Also der erste Wunsch war, zu Hause zu sein, das bin ich jetzt. Aber es hat halt trotzdem nichts mit dem normalen Leben zu tun bis jetzt. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Und alles, was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und Virologen. Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die Richtschnur all unseren Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken
und so Zeit zu gewinnen. Man hat allgemein in den Medien immer wieder gesagt, wir wissen nicht, wie wir uns verhalten müssen. Es muss alles neu irgendwie geplant werden. Und das stimmt nicht. Wir wissen sehr genau, wie eine neue Grippeinfektion, aber auch wie eine Corona-Infektion, wie die eine Bevölkerung trifft. 1889 war die Corona-Pandemie mit OC43, einem anderen Coronavirus, das auch die ganze Welt überrollt hat. Auch damals 3 größere Wellen. Nach 2 Jahren war das vorbei. Auch damals diese große Müdigkeit als dominierendes Symptom. Auch damals solche Langzeitfolgen, was wir heute Long-Covid nennen, war eigentlich alles schon beobachtet, wurde beschrieben. Es gibt sehr schöne Arbeiten, die das zeigen oder darstellen. Es ist wie wenn wir die medizinische Literatur gar nie konsultiert hätten oder gar nicht irgendwie einbezogen hätten. Es ist nichts Neues. Und das Gleiche kann man sagen von den Maßnahmen. 2019 hat die WHO ein ausführliches Dokument, 300 Seiten, über Maßnahmen gemacht, wie man sich vorbereiten muss bei respiratorischen Infektionen, wobei man natürlich sehr viel Erfahrung mit Influenza hat, mit der Grippe. Aber dort war auch klar, welche Maßnahmen mehr oder weniger sinnvoll sind. Und da war auch klar, dass zum Beispiel Maskenanordnungen in der Allgemeinheit, dass das wenig Nutzen hat. Was wir heute wieder sehen, wenn man diese Daten analysiert, jetzt aus der Pandemie, also der Beitrag der Masken auf die Verbreitung der Pandemie hatte das wenig Einfluss. Immer mehr chinesische Metropolen kappen ihre Verbindungen zur Außenwelt. Desinfektionswagen rollen durch die Geisterstädte. So wie Wuhan gestern sind inzwischen 8 Städte in der Provinz Hubei de facto abgeriegelt. Mehr als 25 Millionen Menschen stehen damit unter Quarantäne. Dort, wo man noch reisen darf, sorgen die Behörden für strenge Überwachung und Fiebermessungen. Mithilfe von Wärmebildkameras mit Alarmfunktion sollen Erkrankte so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen werden. Und was auch irgendwie nicht so richtig in der Bevölkerung ankam, war das Wissen, dass jeder und jede irgendwann im Verlauf der Zeit mit Covid infiziert wird. Aber die Menschen hatten so enorm Angst vor dieser Erkrankung. Die Erkrankung wurde als so eine ganz schwere Erkrankung dargestellt, dass die Leute einfach dachten, das muss man unbedingt verhindern. Aber als die Infektion bei Covid-19 einmal die ganze Welt erfasst hat, in allen Ländern, da musste man sagen, Containment-Maßnahmen haben gar keinen Sinn. Wir können das nicht mehr eindämmen. Und trotzdem hat man Quarantäne immer noch über Monate weitergeführt. Eine nicht effiziente Maßnahme für eben auch ein schlecht definiertes Ziel. Und wenn wir bei Ziel sind, man muss sich immer überlegen, was ist das Ziel einer Maßnahme, was wollen wir eigentlich erreichen? Und das offiziell, was man immer gesagt hat, was das Ziel ist, das wäre, dass wir die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern sollen. Und das ist sicher ein wichtiges Ziel und das muss man immer vor Augen halten. Wir müssen aber sagen, da waren wir auch nie irgendwie an der Grenze unserer Kapazität im Gesundheitswesen. Also da gab es Situationen, wo Intensivstationen belegt waren, stark belegt waren. Das gibt es aber auch in jeder schweren Grippewelle gibt es das. Und das heißt, dazu haben wir ja auch diese Kapazitäten. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ernst. 11.231 Infizierte mehr im ganzen Land. Es ist überall. Es
es ist ganz, ganz schwer, Informationen zu überprüfen jetzt. In Nairobi gibt es natürlich nicht nur Slums, aber die meisten Menschen leben nun mal da. Diese Bilder, die haben, das habe ich mir einfach auch jetzt sagen lassen, sehr viel Angst geschürt bei sehr vielen Menschen. Und das war wahrscheinlich kontraproduktiv. Und auch sehr viele Entscheidungen. Ich habe mit verschiedenen Kantonsregierungen, Gesundheitsämtern gesprochen und wir haben uns ausgetauscht. Die haben oft gesagt, wir hatten gar keine Wahl, eine andere Entscheidung zu treffen. Der mediale Druck, vor allem auch durch die Angst bei der Bevölkerung, die ja irgendwo geschürt war, die nicht rational war, die hat die Leute dann einfach dazu gedrängt oder die Politiker dazu gedrängt, man musste etwas machen. Viel schöner hätte ich es gefunden, wenn eine klare Aussage von einer politischen Instanz oder sagen, wir haben nicht ein Problem. Ich meine, Schweden ist ein Beispiel, wo eben Wissenschaftler das ganze Management angepackt haben und gesagt haben, Kinder müssen nicht irgendwie speziell isoliert werden. Man braucht keine Schulschließung. Die Daten, die haben das gezeigt, das war richtig, dass man das so entschieden hat. Und bei uns waren Politiker einfach durch mediale Berichterstattung und das Schüren von Angst in der Bevölkerung waren gezwungen, die eine oder andere Entscheidung zu fällen, von der sie selber interessanterweise auch nicht überzeugt waren. Die haben mir gesagt, ja, weißt du, ich finde es auch nicht richtig, aber wir haben keine andere Wahl, das so zu entscheiden. Ich glaube, wir haben mit dieser Covid-Impfung ein riesiges Experiment gemacht. Wir haben leider, als wir dieses Experiment angesetzt haben, nicht auch die notwendigen Kontrolluntersuchungen angelegt, mit denen man wirklich anschauen kann, was die Nebenwirkungen sind, was die potenziellen Schäden sind. Ich glaube, dort müssen wir schon noch etwas genauer hinschauen. Es werden sehr viele Dinge in Frage gestellt, ob diese Technologie wirklich so nebenwirkungsfrei ist. Also zum Beispiel haben wir keine klare Vorstellung, wie viel Antigen, also Protein, in den Körper kommt mit einer RNA-Technologie. Beim einen kann viel Virus produziert oder Antigen produziert werden, beim anderen vielleicht wenig. Oder wir haben vielleicht auch bei Einzelnen zu viel von dieser Produktion gehabt. Dann muss man einfach jetzt auch ein bisschen anschauen, könnte es sein, dass jede zusätzliche Impfung nicht nur einen Nutzen hat, sondern auch einen Schaden. Und hier kommt wieder das angeborene Immunsystem ins Spiel. Und da gibt es nun In-vitro-Daten, also Experimente im Labor, wo man Zellen von Personen genommen hat, die geimpft sind. Nach 3 Wochen nach Impfung, nach einer Grundimmunisierung, 6 Monate nach der Grundimmunisierung. Und dann hat man interessanterweise gesehen, dass diese Zellen, wenn sie mit einem RNA-Virus, mit einem virusähnlichen Produkt stimuliert werden, dass die plötzlich weniger Interferon bilden. Also das heißt, wir
haben eine negative Wirkung auf unser angeborenes Immunsystem, das eigentlich nach einem Viruskontakt rasch Interferon bildet. Man wusste ja eigentlich, dass man nie einen 100%igen Schutz haben kann vor einer Infektion. Man wusste ja auch von Coronaviren, dass sie sich so rasch verändern, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man mit einer Impfung für den Rest des Lebens oder für die nächsten paar Jahre geschützt ist. Also insofern hat man da auch falsche Erwartungen an die Impfungen gehabt. Und es ist wirklich ein hohes Risiko im hohen Alter. Kinder, Jugendliche bis 20, 30 Jahren haben kein relevantes Komplikationsrisiko. Dann kommen Leute, die sagen, ja, man kann Long-Covid haben, das kann man auch haben, wenn man geimpft ist. Und wenn man also mit einer Impfung nicht die Infektion selbst verhindern kann, sondern vor allem die schweren Verläufe, dann müssten wir uns auch überlegen, ja, wen wollen wir dann impfen? Ich war im Geschäft und die Leitung ist zu uns gekommen und hat gesagt, ja, ob wir uns impfen lassen möchten. Es wäre oben was frei. In 15 Minuten sollen wir aufgehen, wenn wir es machen möchten. Dann habe ich mir halt gedacht, ja, mache ich es halt. Ich bin 17, ich will jetzt nicht dauerhaft testen gehen und mich einschränken. Und dann bei der 3. Impfung, da bin ich auch 2 Wochen gelegen. 2 Monate drauf habe ich dann Anfälle gehabt. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Meine Luft ist komplett abgeschnürt gewesen. Es hat sich angefühlt, als hätte ich eine Tonne auf der Lunge. Also du kriegst richtig Angst, dass du wirklich erstickst schon. Da bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen und habe sie halt gefragt, was das sein kann. Und dann hat sie gesagt, ja, es sind Panikattacken, ich soll Antidepressiva nehmen. Das war die einfachste Lösung. Und dann habe ich gesagt, nein, das will ich sicher nicht. Und dann, circa 2 Wochen später, habe ich dann einen Lungeninfarkt gehabt. Das war am Abend, das war immer am Sonntag. Und ich habe am nächsten Tag arbeiten müssen und es war schon recht spät. Eben bei meinem jetzigen Ex-Freund war ich daheim und habe einen ganz starken Anfall gehabt. Wir haben eben nicht gewusst, weil es hat nicht aufgehört. Und er hat mich in die Klinik gebracht. Ich habe 3 Stunden gewartet, circa, wenn nicht sogar länger. Blut abgenommen und die ganzen Tests gemacht. Und nachher, ich glaube, es war 3 in der Früh, sowas. Und da haben sie halt gesagt, ja, sie vermuten es, dass es ein Lungeninfarkt ist, aber sie können es eben nicht genau diagnostizieren, weil sie keine Lungenfachärzte sein. Und sie haben gesagt, ja, ich soll so schnell wie möglich zum Lungenfacharzt, damit das bestätigt wird. Der Lungenfacharzt hat gesagt, ja, es war Lungeninfarkt, 100%ig. Die Thrombosemarker waren auch positiv. Also es war alles ziemlich kritisch. Und dann hat er mir eben Cortison verschrieben für den Schmerz und Lixiana, also Blutverdünnung, für das Blut, damit es besser fließen kann, damit nicht wieder sowas entsteht. Ich kann nicht laufen, das geht nicht. Ich kann höchstens schnell gehen und dann bin ich aber so fertig, dass ich mich hinsetzen muss. Jetzt körperlich habe ich langsam unter Kontrolle, aber das Mentale eher. Weil wenn du zu Ärzten hingehst und sie sagen, ja, ich weiß nicht, was du hast, wir probieren das einmal, stehst halt im Lernen und weißt nicht, was du tun sollst. Mit 18 Jahren halt. Wir sind alle solidarisch mit Corona-Kranken, auch mit jenen, die noch länger darunter leiden. Wir sollten aber ebenso solidarisch sein mit jenen, die von der Impfung negative Konsequenzen haben. Und die gibt es mit Sicherheit. Und ich glaube, dass hier eine Gleichberechtigung existieren muss für jene, die die Infektion hatten und jene, die Folgen der Impfungen, wodurch immer die bedingt sein mögen, jetzt haben. Wenn man mich im Rückblick fragt über den Nutzen der Impfung, ist das relativ schwer zu beurteilen, weil es bei Kindern nicht wirklich Statistiken darüber gibt, was wir damit verhindern konnten. Also es gibt sicher Kinder, die davon profitiert haben, aber insgesamt, nachdem Kinder ja relativ
wenig oft schwer krank waren, ist der Nutzen bei Kindern mit Sicherheit sehr viel geringer als bei Erwachsenen. Die Myokarditis als Nebenwirkung der mRNA-Impfung ist also gut dokumentiert. Sie ist zwar selten, aber sie kommt vor und ist ganz eindeutig mit der Impfung assoziiert. Für den jungen Menschen heißt das meistens einen leichten Verlauf. Es ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass derartige Herzmuskelveränderungen in weiterer Folge zu Rhythmusstörungen führen. Und das wird in manchen Arbeiten auch bereits diskutiert, dass hier also schon durchaus auch bedenkliche Rhythmusstörungen in weiterer Folge auftreten können. Ja, ich glaube, wir haben in den letzten 3 Jahren viel gelernt oder auch viel lernen müssen, speziell auch was die Impfung betrifft. Ich glaube, dass uns sehr geschadet hat, diese Diskussion um die Impfpflicht. Ich habe mich für Kinder und Jugendliche von Anfang an mit guten Argumenten auch dagegen ausgesprochen. Sie war dann zum Glück auch nicht geplant. Ich glaube aber, dass diese Diskussion in der Bevölkerung insgesamt das Image von Impfungen generell, und Impfungen sind einfach wichtig, schon negativ beeinträchtigt hat. Es tut gar nicht weh. Jetzt impfen Kantone Kind ab 5-jährig. Und hat's dir weiter? Nein. Seit heute, dem 3. Januar, können sich im Kanton Aargau Kinder ab 5 gegen das Coronavirus impfen lassen. Dabei handelt es sich aber um eine abgeschwächte Variante vom Impfstoff. Am ersten Tag ist nur im Impfzentrum im Tivoli-Center Spreitenbach geimpft worden. Dabei beweisen die Kleinen Mut. Wir sind reingelaufen, dann hat der Mann uns das erste Mal mit Desinfektionsmittel am Arm gemacht und dann hat er die Spritze parat und bei uns reingestochen. Wo hat er denn reingestochen? Da. Man muss eigentlich nicht daran denken und dann geht's. Man muss eigentlich gar nicht hinschauen. Es tut nicht weh. Ich bin auf die Variante geschützt, wo man sich schützen konnte. Es gibt sicher noch ein kleines Restrisiko für die Jungen, aber grundsätzlich ist es ja für die Jungen gar nicht so gefährlich. Aber wenn nicht alle mitmachen, dann können wir eben die Schwachen nicht schützen. Ich bin überzeugt, dass das der einzige Weg ist und wie man so schön sagt, der Stärker beschützt den Schwächer. Der Solidaritätsbegriff, das war in der ganzen Impfszene ein großes Problem, weil man den Menschen das Gefühl verleiht hat, wenn du dich nicht impfen lässt, dann gefährdest du andere Menschen. Du bist verantwortlich. Und eigentlich wussten wir, dass das nicht korrekt ist. Kinder, Jugendliche bis 20, 30 Jahren haben kein relevantes Komplikationsrisiko. Und auch jetzt in der Schweiz, das Bundesamt für Gesundheit wusste, dass dem nicht so ist. Und trotzdem hat der Bundesrat und haben die Medien diese Solidaritätswelle immer stark mit einem großen Druck aufrechterhalten. Das finde ich ein bisschen problematisch, wenn man mit Argumenten arbeitet, von denen man wissenschaftlich eigentlich weiß, das stimmt nicht. Diese Impfung schützt nicht, verhindert nicht, dass sich die Krankheit dann übertragen kann. Und auf der anderen Seite jetzt, was wir jetzt sehen bei den Opfern dieser Impfung, und die gibt es, jetzt müsste man ja auch aus Solidaritätsgründen diesen Menschen jetzt beistehen. Die Kinder sind nicht die Superspreader. Das sind nicht die Treiber der Epidemie. Und deswegen hatte ich damals gesagt, wir können jetzt nach Osternferien die Schulen wieder öffnen. Das hat keinen Sinn mehr, dort einen Fokus zu setzen. Die Leute wurden dann aber schon so verängstigt, die Lehrer hatten Angst und Eltern, ihre Kinder würden dann krank und so weiter. Also man hat dann schon so eine Dynamik entwickelt und konnte da irgendwie gar nicht mehr raus. Also die Angst hat sehr viele Entscheidungen unrational machen lassen.
Schäden durch Pandemie-Maßnahmen, die stehen außer Zweifel. Bei Kindern und Jugendlichen sehen wir die im psychosozialen Bereich. Wir haben also psychiatrische, psychosomatische Erkrankungen, ich würde mal sagen, wie nie zuvor. Wir haben Lerndefizite, die gut dokumentiert sind. Wir haben den Bewegungsmangel, wir haben das Übergewicht. Also die Kinder haben aus diesen 3 Jahren schon einen ganz anständigen Rucksack mitbekommen. Also im Augenblick ist die Impfempfehlung für Kinder interessanterweise noch immer unverändert. Das heißt also, für Kinder ab dem 5. Lebensjahr wird die Impfung noch empfohlen. Etwas anders ist schon die Empfehlung der WHO, die also bis zum 17. Lebensjahr keine generelle Impfung für Kinder mehr empfiehlt, sondern nur mehr für Risikogruppen. Jetzt bei einem Kind oder Jugendlichen, der wirklich kein schweres Komplikationsrisiko hat von Covid, muss man das in Bezug setzen zu einem gewissen Risiko, dass eine Impfung eben zu einer schweren Komplikation führen kann. Jetzt können wir darüber streiten, ist das vielleicht nur 1 zu 10.000, aber eine schwere Nebenwirkung auf 1 zu 10.000 Kinder ist zu viel, wenn es nicht nötig ist. Und deswegen fand ich von Anfang an, also die Idee, dass wir Kinder impfen, fand ich abwegig. Wie sehen Sie, ob das underreported ist, die Impfschäden, oder glauben Sie, dass es da schon Zahlen gibt? Oder? Das ist eine traurige Geschichte, das Underreporting. Ich muss leider sagen, aus meiner persönlichen Umfelderfahrung sehe ich Fälle, bei denen ich sagen muss, da hat man nicht untersucht, ob die Impfung hier eine Rolle spielt. Auch Todesfälle, die aufgetreten sind bei jungen Frauen, die ich gesehen habe, die nicht weiter untersucht wurden. Da spielt noch ein bisschen mit. Wir wollen das gar nicht wahrhaben. Ein Phänomen, das wir aus der Medizin sehr gut kennen. Das erste ist, also wenn man ein Symptom hat, ein Problem, immer könnten es Medikamente sein. Aber das ist nicht sehr verbreitet, dass man das wirklich als Standard macht. Und bei Covid haben wir das schon gesehen. Also wenn jemand eine Nebenwirkung hat, ich habe jetzt auch einen guten Bekannten, der hat eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung, da hat der Arzt gesagt, nein, das kann einfach nicht von der Impfung kommen. Und hat das dann nicht mehr weiter abgeklärt. Und so kenne ich einfach viele Einzelfälle, wo man sagen muss, das wurde gar nicht untersucht. Heute wissen wir, dass diese Schilddrüsenfälle wie auch andere Drüsenerkrankungen tatsächlich durch die Impfung verursacht werden können. Aber wenn man es einfach gar nicht lieber untersucht, dann haben wir wirklich ein massives Underreporting. Das ist leider ein größeres Problem. Ein Phänomen, das wir auch beobachten, ist, dass wir plötzlich das ganze letzte Jahr eine Excess Mortality hatten. Das war mir früher noch nie so begegnet, dass wir über ein ganzes Jahr mehr Todesfälle sehen, als wir in dieser Zeit erwartet hätten, aus den letzten 3-5 Jahren abzuleiten. Und das ist seltsam. Und wir müssen mindestens die Möglichkeit ins Auge fassen. Es könnte ja auch sein, dass eine Schädigung des angeborenen Immunsystems hier auch eine Wirkung haben könnte. Und das angeborene Immunsystem schützt nicht nur vor Infektion, es schützt auch vor Krebszellen, die entarten und eigentlich eine fremde Zelle bilden. Wir müssen das kritisch anschauen, wir müssen auch in der Lage sein, diese Fragen kritisch zu beurteilen. Und wenn ich dann in der Zeitung lese, da wird gesagt, also wir wissen zwar nicht, was der Grund ist für die Excess Mortality, das Einzige, was wir ganz sicher wissen, es ist nicht die Impfung. Und mit einer solchen
Aussage, muss ich sagen, das ist nicht wirklich wissenschaftlich fundiert. Also, wir haben in der Schweiz und auch in Deutschland und anderen Ländern, eigentlich interessanterweise in sehr vielen Ländern, beobachtet, dass wir einen Geburtenrückgang hatten. Es war uns eigentlich nicht klar, was der Grund war. Was aber in der Schweiz und auch in Deutschland auffällig war, dass dieser Geburtenrückgang ein enormes Ausmaß annahm. Und Konstantin Beck hat das für die letzten 140 Jahre untersucht. Wann hatten wir schon solche hohe Geburtenrückgänge? Und da waren wir anfangs 2000, in den ersten 7 Monaten 2022, war dieser Rückgang so groß, wie wir noch nie in der ganzen Geschichte, seit wir die Geburtenrate dokumentieren, noch nie beobachtet hatten. Also mit damals so 15%. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs mit der Mobilmachung, dort gab es irgendwo 7% Geburtenrückgang. Und also es gab schon noch andere, aber es gab noch nie einen so massiven Geburtenrückgang. Und wir haben das einfach nicht wirklich jetzt angeschaut. Und da dann wurde diskutiert, ja, das ist unklar, was das ist. Und wir hatten zuerst vermutet, das könnte eine Wirkung der Impfung auf die Spermienproduktion sein. Und tatsächlich gibt es da mindestens eine große Studie, die das über mehrere Monate in Israel untersucht hat. Und die haben gezeigt, dass die Spermienproduktion signifikant eingeschränkt wird. Also die motilen Spermien, die beweglichen Spermien sind eingeschränkt. Dann kamen aber neue Beobachtungen dazu. Das hat man aus ICD-Statistiken aus Deutschland gesehen, dass die Schwangerschaften gar nicht so stark zurückgingen. Vielleicht ist es gar nicht, dass keine Kinder gezeugt wurden, sondern möglicherweise mehr Frühaborte. Also Schwangerschaftskonsultationen gab es trotzdem, aber es ist möglich, dass wir auch mehr Frühaborte sahen in dieser Zeit. Das sind einfach Phänomene, die man untersuchen muss, und weil sie so bedeutsam sind. Aber wenn man mit Behörden spricht, dann sagt man, das Einzige, was sie sicher sind, das ist nicht die Impfung. Ich glaube, ich bin nicht überzeugt, dass es die Impfung ist. Aber mindestens als Wissenschaftler muss ich alle möglichen Hypothesen anschauen. Und bis jetzt ist es die einzige Hypothese, die wir noch nicht falsifizieren konnten. Und deswegen denke ich schon, bevor wir jetzt auch diese mRNA-Impfungen weiter verbreiten und benutzen, müssen wir schon diese Dinge weiter untersuchen. Also das Schlimmste ist das Unsichtbare, weil wenn wir wissen, okay, wir gehen nur kurz in den Supermarkt, dann kann ich ja auch laufen. Und man sieht mir das ja nicht unbedingt an, weil ich ja auch nicht irgendwie humpel oder so. Ich laufe einfach wie ein normaler Mensch. Und ab und zu muss ich mich dann zum Beispiel auch irgendwo kurz festhalten, weil mir schwindelig ist. Und manchmal sehen wir auch Leute von früher, die das vielleicht gar nicht so mitbekommen haben. Oder schon, aber weil sie sehen, dass ich nicht mehr im Rollstuhl sitze, in dem Moment denken, okay, sie ist wieder gesund. Und so fragen sie mich das auch. Hey, bist du wieder gesund? Und das ist halt so, okay, nein, bin ich nicht.